Ich glaube, es gibt kaum etwas Leichteres, als ab Level 30 Geld zu machen in RF4. Ab Level 30 absolut konstant Cash in RF4. Ich habe jetzt verschiedene Spots getestet. Ich bin jetzt einfach mal an die Tunguska gegangen, habe an verschiedenen Stellen ein bisschen geangelt, habe ein bisschen Grund geangelt, einfach mit dem Tauwurm rausgeschmissen. Ich habe verschiedene kleine Köder getestet. Ich habe Spinning gemacht, einfach jetzt hier an der Stelle ein bisschen gejiggt. Verschiedene Köder genommen, klassische Köder genommen und einfach immer mal wieder so ein bisschen mit Jiggen durchgezogen. Ja, und was soll ich sagen, gerade nochmal schön belohnt worden durch eine weitere Trophy. Sehr angenehm, nimmt man natürlich mit, aber auch zuvor, das ganze vorherige Testen, also einfach mal an der Tunguska schön so ein bisschen runterlaufen und das ist ja tatsächlich nicht viel, also die ersten Schritte natürlich hier am Anleger, einfach ein bisschen rauswerfen, ein bisschen testen, mit Pose testen und so weiter. Ein Teil des Cachers habe ich auch schon verkauft am Anfang. Einfach hier mit den Bodenränken, funktioniert solide. Dann hier einfach neben dem Anleger, direkt an dem Häuschen. Auch da natürlich einfach mal Grundruten rauswerfen, Tauwurm rauswerfen. Zack, hat man Sterle dran, hat man Quappen dran. Also auch das funktioniert natürlich. Gucken wir mal eben. Hier unten haben wir genau Sterlet und Quappen. Dann bin ich weitergelaufen, habe ein bisschen gejiggt und habe dann hier Saiblinge gehabt. Hier an der Stelle waren Saiblinge, weiter oben waren auch schon Saiblinge. Und wenn alleine Saiblinge kohlemäßig lohnt sich schon wieder sensationell. Und jetzt gerade in der Nacht, ich habe schon gedacht, na, Abendstunden, vielleicht geht ja hier noch ein bisschen was. Und ja, es sind auch noch Amurwälze reingegangen. Neben dem Saibling war schon ein Amurwels hier vorne auf dem Tauwurm. Das war natürlich schon mal ein ganz gutes Zeichen. Und dann hier jetzt beim Rumjiggen ging es dann auch wieder los auf dem Maggot 1 und dann hier auf dem Maggot 2 und noch einer auf dem Maggot 2 als Trophy. Das ist natürlich sehr angenehm, 6,2 Kilo, das ballert ganz gut rein und ich sehe gerade, es ballern auch gerade ganz gut die Nachrichten rein. Und ja, das Ding wird natürlich immer wieder ganz gerne gesucht und das ist ganz einfach hier auf Jig. Relativ simpel. Einfach nur Jig-Führung, locker durchgezogen, in der Nacht natürlich und jetzt gerade in den Morgenstunden ist er dann reingeschossen, auch komplett random. Also einfach nur ein bisschen durchgezogen. Ich wollte einfach nur gucken, geht hier noch was mehr als nur Saibling? Und ja, man kann hier dann einfach den ganzen Tag überstehen, schön konstant hier rausziehen auf Saiblinge. Übrigens, die Saiblinge haben sehr gut funktioniert. Da müssen wir gerade noch mal eben ab. Warte. Die haben sehr gut funktioniert auf Schaumgummis. Na, das ist der nächste Amurwels. Das ist doch sehr schön. Das ist doch schon ein ganz gutes Zeichen. Also, das läuft ganz gut hier mit dem Maggot in Braun. Und ich habe natürlich für die Abendstunden auch die Schaumgummis probiert wieder, weil auch die immer mal wieder, zack, auch immer mal wieder ganz gut funktioniert haben für den Amurwels. Na, und dann haben wir schon den nächsten. Also, sieht gut aus. Ich habe natürlich keinen Clip drin, sondern werfe einfach nur locker aus. Das werden so um die 15 Meter sein. Einfach locker ausgeworfen, locker hier ein bisschen durchgejiggt. Ein-, zweimal ziehen. Gar nicht so schnell oder gar nicht so viel kurbeln, sondern immer nur so ganz kleine Hüpfer gemacht. Und auch nur mit einem 1er Haken. Gucken wir uns gleich nochmal eben an das Setup. Ich denke, es ist auch gleich vorbei. Dann ist die Nacht auch rum. Ich hätte jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr durchziehen können, auch vernünftiger hier durchjiggen können. Aber ich habe mir gedacht, komm, machst du doch nochmal hier alles an, damit das hier mit einer kleinen Aufnahme, dass wir das hier auch nochmal kurz festhalten können, dass man das hier vielleicht die Tage auch nochmal nachmachen kann und hier schön nochmal auf Amurwels testen kann. Wenn dir der noch fehlt, einfach mal ran hier und testen. Ich muss gleich vor allem auch erstmal die Nachrichten beantworten. Also, das hier
ist die Stelle. Wir gucken einfach mal hier das Setup an. Relativ simpel hier, einfach nur sogar mit 27er Vorfach. Ich hatte erst gedacht, komm mit den großen Saiblingen, da war auch noch ein kleiner Timon dabei. Geh nochmal extra groß rein. Vielleicht ballert ja noch was Größeres in Richtung Timon rein oder noch größere Saiblinge oder vielleicht sogar Nelmer. Wäre natürlich auch sensationell. Deswegen nochmal extra schwer reingegangen. Wenn man jetzt nur auf den Amurwels gehen will, ich glaube, da reicht auch so ein 13 Kilo Vorfach oder 13 Kilo Fluorocarbon komplett und fertig ist. 1er Haken reicht da übrigens auch absolut. Den muss man gar nicht so riesig groß beangeln, den Amurwels. Und dann lübt das in der Regel schon ganz gut. Ja, und dann wie gesagt einfach hier durchziehen. Locker immer ein bisschen kleine Drehungen machen, damit man halt in die Jigführung kommt. Und das ist, glaube ich, auch schon, zack, der nächste. Das ganze Theater und dann einfach machen und zusehen und ein bisschen weiterlaufen, ein bisschen testen. Na guck, jetzt haben wir hier wieder Quappen. Auch alles nicht so schlecht. Ja, und probieren. Also ab Level 30 macht man eigentlich immer Cash, sonst macht man irgendwas falsch. Es ist wirklich nicht so schwierig. Also wenn man bis auf Level 30 gekommen ist, da hat man ja schon so vieles an den ganzen Maps und an den ganzen Gewässern gemacht, um dahin zu kommen. Es sei denn, man war nur irgendwie langweilig am Nordmeer und hat alles übersprungen. Dann weiß man natürlich nicht, wie man hier am Seitenarm angelt, wo man vielleicht auf Lennox gehen kann, wo man auf Buckellachse gehen kann und so weiter. Dann weiß man sowas halt nicht. Oder man war vielleicht auch gar nicht am Kuori und hat noch nicht gejiggt und so Sachen. Oder am Ladoga-See hat vorher noch nicht gejiggt auf Saiblinge und weiß nicht, wie das Jiggen geht. Das ist natürlich schlecht. Aber normalerweise gibt es wirklich ab 30, zack, gibt es eigentlich ab 30 kein Halten mehr. Cash-mäßig, klar, XP kommt natürlich auch rein, aber man will natürlich Cash in a Tash, damit man sich besseres Setup leisten kann. Also, von der Map gucken wir nochmal eben. Das sind die Koordinaten hier. Direkt ans 11-Meter-Loch. Ich würde sagen, ich werfe auch maximal bis zu dieser Kante vom 11-Meter-Loch. Mehr ist das gar nicht. 64, 110. Und jetzt gucken wir natürlich nochmal eben, was die ganzen Brocken denn so an Cash bringen. Denn, naja, es geht ja ums Cash machen. Ein paar seltene Fische fangen ist natürlich auch interessant. Ich suche eigentlich nur seltene Fische. Sowas wie Nelmer wäre halt richtig interessant gewesen. Aber der war leider nicht dabei beim ganzen Rumgeteste hier. Ja, das hier ist natürlich auch die Stelle, die ich immer wieder teste. Gibt es auch schon verschiedene Videos auf dem Kanal. Grundangeln, Posenangeln, Spinning, Hechtangeln und so weiter und so weiter. Es gibt auch bestimmt schon 10 Videos von der Stelle hier auf dem Kanal mit verschiedensten Ködern, mit Posenangeln. Sensationell. Ostbrasse geht hier auch und so weiter. Also Tunguska macht man schon ganz gut Cash, wa? Ja, und das schmeckt natürlich dann zusätzlich. Aber das hier ist der Grund, warum ich eben auch die Saiblinge haben wollte. Man sieht das hier, glaube ich, ganz gut, ne? Also um die 20 Silber für so einen relativ kleinen Saibling, den man easy rauszieht und den man an für sich auch relativ häufig fängt. So ein 3 Kilo Ding. Bis zu 20 Silber, es ist halt schon ganz angenehm. Also die nimmt man doch gerne mit. Nachts dann, wie gesagt, mit einem Tauwurm hier oder so, einfach auf Quappe oder auch mit einem Schaumgummi sind die gegangen an der einen Stelle hier vorne direkt. Und dann weiter hinten jetzt, wo ich gerade jetzt stand. Amurwels schmeckt natürlich auch richtig, also ratzfatz verkaufen, ein bisschen Cash machen, einfach mal ein bisschen angeln. Einfach mal ein bisschen testen. 5, 6 verschiedene Köder, Gummiköder nehmen, nicht immer nur 1, 2 Dinger kaufen, die gerade in der Rekorde drin sind, sondern die gesamte Serie kaufen. Da hast du 6 verschiedene Farben, 8 verschiedene Farben, durchtesten und schon kommt man zu besseren Ergebnissen und lernt auch noch was dabei. Und man macht auch noch Cash. Also ab an die Tunguska. Wer ab Level 30 kein Cash verdient, das schneiden wir einfach mal raus. Der muss dringend nochmal ein bisschen back to the roots und sich die Basics reinziehen. Und dann klappt das auch mit dem Cash im Game. Petri Lümmels, bis zum nächsten Mal.